Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Künstlerstreich. Ja, das Thema von letzter Woche möchte ich noch einmal aufgreifen, dir eine andere Möglichkeit auch noch mal zeigen. Ja, das möchte ich heute, also mich orientieren, dem Bild, aber heute nicht hochkant, sondern ich möchte das gerne drehen und quer arbeiten, hier über diesen Bereich fließen lassen. Die Folie machst du einfach wieder ab und legst die unter deine Leinwand, so zum Schutz deines Tisches. Das sind auch alles Arbeitsschritte, egal was ich jetzt tue, die mich schon zu dem Bild und dem führen, was ich machen will. Also ich gehe auch ruhig mal mit der Hand einfach so über die Fläche rüber und versuche die Bewegung aufzunehmen. Und damit du auch ein Gefühl bekommst für die Fläche, kannst du auch einfach wieder mit der Kreide oder mit der Kohle die Fläche bemalen, einfach Linien reinziehen und ja, so deine Bewegung finden. Ja, damit hast du jetzt auch schon den ersten Schritt über die weiße Fläche gemacht und ich suche meinen Pinsel. Da ist er. Also du nimmst einen einfachen flachen Borstenpinsel, machst den nass und über das Wasser fließt es ja schon automatisch. Also fang an abzutauchen, geh in deine Malerei jetzt hinein. Ist ja auch wie eine Meditation. Da setzt du dich ja auch nicht einfach hin und bist sofort in einer anderen Welt, sondern du tauchst auch langsam ab, genauso wie beim Malen. Und ja, das ist das Schöne oder das ganz Besondere am Malen und das ist halt auch nicht schwer. Du kennst ja die Technik vom letzter Woche. Jetzt suche ich hier dabei wieder meinen Binder. Genau, es gibt nämlich auch Bindemittel zum Fließen lassen extra. Und da zeige ich dir heute mal den Unterschied zwischen dem von letzter Woche Wasser und heute einfach mal fließen lassen auf dem Binder. Also wie letzte Woche nehme ich einfach wieder meine tolle Farbe. Und ja, du siehst jetzt schon, dass es gar nicht so doll fließt wie letzte Woche, wie wenn du nur auf Wasser die Farbe gibst. Also es ist toll, sich das anzuschauen. Es ist halt, hat eine komplett andere Fließgeschwindigkeit. Es fließt nämlich ganz langsam und du hast so wunderschöne Muster, die hier entstehen. Es läuft auch nicht runter, wie du siehst. Also wenn das jetzt auf Wasser wäre, was ich gleich nochmal zeigen werde, wäre das eben anders. Jetzt nehme ich mal Wasser, wenn ich sprühe. Dann ja, passiert das. Also ich bin voll vorbereitet. Das ist Wasser. Genau, wenn ich das jetzt da drauf gieße, fließt die Farbe halt schnell. Ja, auch nicht so unkontrolliert, wie man sich das vorstellt, weil es läuft halt da, wo das Wasser ist, wie du siehst. Richtig gut beobachten hier, die Stellen oder das Fließende. Ja, das ist wunderschön. Nimm dir die Zeit dafür, guck dir das an. Ich will natürlich dir viel zeigen heute in dem Video, deswegen arbeite ich immer einfach weiter. Ich habe jetzt hier Acrylfarbe, das ist jetzt ein Klecks dicke Acrylfarbe, die ich dazu gebe. Die Stelle gefällt mir hier, meine Insel. Ein paar Tropfen Farbe, ein bisschen Wasser, ein bisschen Binder
Und jetzt kannst du damit ganz viel experimentieren und es fließen lassen. Es fließt halt schneller jetzt und die Spuren sind auch etwas anders. Ich lasse das erstmal so auf mich wirken, lasse das laufen und mache jetzt mal noch eine andere Farbe hier unten hin. Immer noch ein Rest Farbe vom Neujahrsbild. Die Farbtöne gefallen mir gerade total gut. Die kann man wunderbar kombinieren. Und hier die Farbtöne, die jetzt entstanden sind, sind toll. Die Ränder sind schön. Es entstehen neue Farbtöne. Wenn ich möchte, kann ich jetzt einfach wieder einen Tropfen drauf geben. Wow, das ist fantastisch. Das ist einfach schön. Kann ich noch mal ein bisschen Kreide nehmen und da den Grund ein bisschen aufrühren. Ist das hier auch nur ein Experimentieren gerade und ich will dir gleichzeitig halt etwas zeigen. Deshalb höre auf, wenn du meinst, jetzt ist erstmal gut. Taste dich da ruhig langsam ran. Oder aber dir ist das egal und du experimentierst auch erstmal rum. Also egal im Sinne von, wie es dann mal aussehen wird. Dann schieb die Farbe hier rüber, schmeiß die Farbe, lass die Farbe tropfen und genieße den Moment. Bei dieser Technik alles entsteht, ist faszinierend. Für mich sieht das hier aus wie ein Auge. Hier ist ein kleiner Krümel. Wenn du magst, hörst du jetzt einfach auf und lässt es so trocknen und trinkst einen Kaffee. Es schief hingelegt, das habe ich nicht gesehen. Und dann ist die Farbe natürlich weggelaufen. Darauf musst du achten, dass die Fläche wirklich gerade liegt. Ich habe mir jetzt überlegt, ich male das hier noch andersfarbig. Das ist auch noch der kleine Rest, ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, von unserem Neujahrsbild. Und ja, ich hebe mir die Farben immer lange auf und kann die einfach wieder verwenden. Das war es jetzt aber auch. Mehr Farbe ist da nicht rauszuholen. Aber ist egal, mehr brauche ich auch gar nicht. Den Rest mische ich weiß dazu.
Du kannst ja auch die weiße Acrylfarbe einfach so eine Messerspitze da reinziehen und dann kann die andere Farbe nicht mehr fließen und es entstehen neue schöne Muster. Die Sonne scheint, der richtige Moment aufzuhören. Ja, ich habe mich jetzt ausgetobt, habe länger gemacht, als ich eigentlich wollte, aber trotzdem hat es mir viel Spaß gemacht und ich konnte super abtauchen. Ich will dir aber noch mal was zeigen, komm mal mit. Alle wissen das schon, die auf Insta und so sind. Ich glaube, ich habe es auch schon mal in der Story gepostet. Komm mal mit. Die neuen Lampen sind dran. Ich freue mich, dass das so gut geklappt hat. Jetzt ist die Atmosphäre noch mal schöner. Und ja, wir stehen hier oft in den Kursen und trinken dann unseren Kaffee oder Tee. Das macht natürlich auch viel, viel mehr Spaß, wenn es gemütlicher ausschaut. Ich freue mich, dass du auf diesem Wege auch mit dabei bist, auch mit in meinen Räumlichkeiten bist. Ich habe auch mal das Licht komplett ausgemacht, das künstliche Licht, dann sehen die Farbtöne auch wieder anders aus. Und ich habe den Rand hier auch mitgemalt. Und das ist bei solchen Bildern, finde ich das immer ganz schön. Also ich hoffe, du bist inspiriert und fängst jetzt einfach an. Hab viel Spaß dabei. Schön, dass du da bist. Die Malerei hat unendlich viele Möglichkeiten. Ich freue mich, dass du dabei bist und ja, mit mir diese Möglichkeiten ausprobierst. Ich zeige dir das total gerne, weil mir eben sehr viel daran liegt, dass sich das Bewusstsein ändert in unserer Gesellschaft, dass die Kunst eben nicht etwas für Privilegierte ist, sondern für jeden. Du kannst das. Also mach, guck in deine Küchenschublade, hol deine Gewürze raus, was auch immer. Ich freue mich über die vielen tollen Kommentare. Das ist immer sehr schön, das zu lesen und eben auch bestärkt mich natürlich in meinem Tun. Und dass ich das hier machen kann, ist natürlich auch dem zu schulden, dass ihr die Videos liked und den Kanal abonniert. Also Dankeschön dafür. Ich wünsche dir einen ganz schönen Sonntag. Hab ganz viel Spaß. Tschüss.